Ja, herzlich willkommen zurück, Leute. Der Assassin's Creed Origins. Zum Ende der Schlange, hoffe ich mal. Aber bevor wir zu der Schlange gehen, dachte ich mir, machen wir Therapies eint die Völker. Finde und rettet den Trommler. Der nur unmerklich weiter weg in unserer Position. Pferd? Pferd! Wo willst du hin? Komm zu mir! Ach, das arme Pferd ist überfordert mit so Menschenmassen. Ja, ich dachte mir vielleicht wirklich in diesem Gebiet alle Quests erst abschließen und dann die letzte, weil ich denke, wenn wir die Schlange beseitigt haben, müssen wir in ein anderes Gebiet. Kann ich mich zumindest mal grob dran erinnern von früher. Da ist nämlich auch Alexandria für mich abgeschlossen. Gut, wenn man TLC spielt, muss man glaube ich noch mal hier in die Gegend, aber erst ab Stufe 44. Da sind wir noch lange und weit entfernt, leider. Wird noch lange dauern. Da müssen noch viele Köpfe rollen. Cool. Ja. Wer sich mir an den Weg stellt, wird halt niedergetrampelt. Von meinem Pferd. Erklär mir das! Das Schwimmbecken, Schwimmbad, Schwimmbecken. Da müssen wir nämlich auch noch hin, ne? Kommen wir auf jeden Fall noch hin. Das wunderbare Bad. Wow. Zum Ziel hier? Müssen wir hier hin? Ja, natürlich. Will ich wieder kämpfen, ne? Ein Moment. Das wirst du büßen. Ah, oder schnell jetzt. Hey, Mann, stoppt ihn. Zeit zu sterben, Philos. Ja, hast du recht gehabt. Ah, ich grad gestreckt hier, ey. Hey, halt! Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Ich glaube, am besten gehe ich hier hoch, weil das so ein Lagerfeuer-Dings da, also so ein Signalfeuer. Was sabotieren, ne? Und der eine hat nichts mitgekriegt hier. Was bist denn du für eine Wache, ey? Stirb! Was muss ich jetzt hier machen? Ach, einen Trommler muss ich befreien. Das ist er bestimmt, ne? Ja, Großer! Du siehst aus wie jemand, der schwer tragen kann. Um genau zu sein, mich und meinen verletzten Fuß. Ich komme im Auftrag des Priesters, Trommler. Dann hol mich hier raus, Medjay! Also wenn ich dich und deinen verletzten Fuß tragen soll, dann muss ich dich erst davon befreien. Ich kann mir irgendwie nicht helfen. Dann hol ich halt beide gleichzeitig jetzt. Du scherzt, oder? Das ist der beste Tag meines Lebens. Mein Fuß kommt in Gerber teuer zu stehen. Deine Gesundheit ist sicher mehr wert. Wenn ich nichts beweisen kann, hast du recht. Aber hier kommst du ins Spiel, mein Freund.
wie oft man immer an die gleiche Orte muss. Ja. Also ist aber bei Assassin's Creed so. Ist halt alles ein bisschen Spielstreckung, ne, Leute? Klar. Und wenn das so schön gemacht ist, das Spiel macht mir dort nichts aus. Hey, wer? Nee. Wo bist du denn jetzt her? Du gehst nirgendwo hin. Hörst du mich? Hörst du mich? Ja, komm, mal. Komm, eine hast du noch. Oh, da hab ich getroffen. Dafür musst du weißt schon, sterben. Ja. Was meinst du, was ich tun könnte? Die wahren Diebe finden natürlich. Bring das Fell zurück und wasch meinen Namen rein. Und wer hat es gestohlen? Ich drehte mich nur einen Moment von dem Löwenfell weg und ein Bandit griff zu und lief davon. Ich verlor ihn aus den Augen. Es passierte im ägyptischen Viertel. Die Wache gab natürlich mir die Schuld. Man hat es nicht leicht als Ägypter in Alexandria. Dann werde ich es finden. Das kann ich mir vorstellen. Hol das Fell. Ich komme durch. Ich muss mich nur ein bisschen ausruhen. Es sind noch nicht so viele Ägypter hier in Alexandria, Will ne? ich den Priester treffen. Wasch meinen Namen rein. Ist ja eigentlich mehr oder weniger Griechenland hier. Hey, wer? Verkehr heute auf der Straße. Sprich dich mit Schere bereit? Ja. Oh, Oh, Treppe hoch. Ja, ich weiß, hier ist keine Straße, aber Κυρίου εδόδη μου παραγίγνεστε τα. das ist nicht wirklich schneller gewesen. oh. Ach, ich spiele zu Fuß. Ey. Bei Stock und Stein bin ich schneller. Weil so muss es sein. Bei Assassin's Creed. Du, Schwein. Das war lang, ja. Ich bin mal vorbeigelaufen hier. Gar nicht. Was der Specht? Geht doch nicht. Bin ich da wirklich hochgeklettert? Muss trotzdem runter. Der Gerber hat uns verlogen. Ah, Beschützt den Netz. fast tot. Ich bin fast tot. Gemeinsam. An mir kommst du nicht vorbei. Also, was war's für dich? Ah, ich bin gleich tot. Schneller! Runter! Gebrandet! Dafür lasse ich dich leiden. Dein Du hast aber Glück gehabt jetzt. Dich. Hier traf ich dich tot. Ah, hinter mir ist der Nepp. Da kommt Neppes. Ah. So nett. Wo trifft denn der mich? Ach, Glück gehabt, ja.
Das ist das Fell? Oh, das arme Tier. Blau ist keine Farbe für einen Löwen. Ja, was sich ein bisschen doof anstellt, kann er doch schnell in die Box gehen. Obwohl das ja zu Stufe 12 Aufgabe. Weiß ich jetzt noch mehr. Kann ich nicht hoch? Nee. Das kann ich auch nicht hoch, aber hier kann ich auch. Oh. Ja. Ha, Djecharu! Der Mann ist ein Dieb! Friede, Theon. Er sagt, er hätte nichts gestohlen. Willst du Serapis Zorn auf dich ziehen? Nein, Ich verklage dich wegen meines gebrochenen Beins, du Scheißkerl! Das hilft uns nicht weiter. ich wusste es. Ihr Ägypter seid alle gleich. Das habe ich davon, dich einzustellen. Ihr seid alle Diebe. Mein bester Mann kümmert sich darum. Wir klären das auf. Der Mann ist ein Dieb! Ich bin das Opfer hier. Mein Fell wurde gestohlen. Wenn du es zurück willst, zahlst du ihm eine Entschädigung. Und tust Buße, indem du vor Serapis niederkniest. Das ist deine Antwort, Priester? Erpressung? Na gut. Ich fürchte, Serapis und ich haben noch einen weiten Weg vor uns. Und dir wünsche ich eine gute Reise, Bruder. Ich möchte Serapis weiter dienen, wenn Bedarf besteht. Es gibt da eine Sache. Soldaten haben unrechtmäßig Nahrung im Namen von Serapis beschlagnahmt. Sie treiben den 10. ein und nehmen das Doppelte für sich selbst. Dann bringen sie es zum Arsenal und teilen es mit den Phylakitai. Jetzt hungert das Volk. Und es wird immer schlimmer. Keine Sorge, Priester. Ich lasse das Volk nicht verhungern. Ich werde unter den Menschen am Kai auf dich warten. Ich bin ja teilweise extrem gemacht vom Hall. Also, das ist mit Sicherheit nicht realistisch. Stufe 10 ist das, ey. Ein Zehnt mit einem anderen Namen. Der Priester bittet darum, dem Volk die Nahrung zurückzugeben, die von den Phylakitai unrechtmäßig als Zehnter eingetrieben wurde. Phylakitai. Waren das jetzt die Römer? Mit Sicherheit, ne? Wann müssen die ja mal auftauchen? Ha, Beam! Ja, wenn man von mir ein Let's Play guckt, Leute, habe ich mir auch so kleine Info. Wenn man ein Spiel bei mir guckt als Let's Play, dann ist das kompletteste Let's Play, was man überhaupt gucken kann. Also ich mache da wirklich, also wenn man sich das anguckt, braucht man das wirklich auch niemals zu spielen, weil da hat man alles gesehen bei mir. Lass mir nicht übermäßig viel Zeit, aber ich trödel auch nicht so extrem. Hält sich bei mir eigentlich relativ in der Waage. Mal eine Folge mal ein bisschen mehr getrödelt, mal ein bisschen mehr Dummzeug gelabert, mal ein bisschen schneller mal gespielt, mal ein bisschen voranzukommen. Weil wie gesagt, ich will ja nicht mich an einem Spiel, weil so viel gute, ich habe ja so viel gute Sachen, die ich auch irgendwann mal gespielt haben will. Weil ich mich auch nicht ewig dann auf. Ich habe überlegt, hier nach der Serie, also ich tue ja alle 3 Let's Play.
Origins, Odyssey und Valhalla. Und dann vielleicht, aber nur vielleicht, Shadows. Und danach habe ich mir gedacht, vielleicht die GTA-Reihe. 3, 4 und 5. Wäre vielleicht auch ganz spaßig. Oder die Witcher-Reihe. Es gibt so viele gute Spiele. Oblivion wieder von vorne anfange. Remastered. Und dann muss ich halt wieder ein bisschen mehr lesen. Falls der eine oder andere nicht gemerkt hat. Ich hab das nicht so mit dem Leser. Ich kann sehr gut lesen für mich selber, ja. Oder wenn ich das vorher gelesen habe, das dann so wiederzugeben oder als Zusammenfassung. Ein bisschen. Also das würde dann noch wieder zu lange dauern. Ich hätte erst für mich dann die Texte durchlese. Und dann das dann nochmal lese. Oder halt für mich lese und dann irgendwie, vielleicht kann ich das ja so machen, dass ich ungefähr dann erzähle, was da drin stand und alles ein bisschen flüssiger ist, ne? Aber manchmal kriege ich es ja auch hin mit dem, was sind da unten? So aus wie so eine Qualle. So eine Stöcke, ne? Muss erkundet werden. Was möge das sein? Das sind wirklich nur Stöcke. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ist auch keiner mehr. Den Karren soll ich stehlen. Das habe ich jetzt, ich habe das gerade schnell für mich gelesen und dann so einfach, ich muss den Karren jetzt stehlen. Kann ich auch so machen, ne? Vielleicht mache ich das auch so. Weil es Blödsinn da doch immer alles vorzulesen, oder? Leute, ich weiß es nicht. Schreibt es mir in die Kommentare, was keiner macht, aber egal. Hey, Moment mal! Die Nahrung, von der der Priester sprach. Wenn die Wachen so viel nehmen, wie der Priester behauptet, dann brauchen die Einwohner das. Unser Karren ist diesmal gut gefüllt. Ja. Ich dachte immer, zum Soldatenleben gehört mehr als einen Karren zu fahren. Da hätte ich auch gleich zu Hause bleiben können. Hey! Ja, ich tue den doch ab und zu jetzt mal ein bisschen öfters einsetze. Um halt direkt zu wissen, was ich überhaupt wollen muss. Jetzt bin ich ja ewig am Rätseln. Hätte ich doch jetzt im Leben nicht gefunden direkt. So. Wo muss ich hin, Leute? Alle platt. Jawohl. Stirb! Stirb! Ach, ich muss zu dem einen fahren, ne? Einfach wie weg hier, wie bei GTA. Wow. Sind die doof. Was? Ich schwöre es. Hey! Bleib stehen! Kann nicht anhalten. Ich finde die Bremse nicht. Wow.
Aber ich komme doch jetzt ohne Probleme runter. Ja doch. Finger weg von der Straße. Ich hab nichts auf der Straße verloren. Mensch. Robin, kocht ihr? Ein Karren Lebensmittel. Wie bestellt. Die Wachen des Pharao haben gerne gespendet. Das, Seni, ist mehr als ich erwartet habe. Serapis wird das Volk heute gut versorgen. Möget ihr seinen Segen empfangen, Priester. Du auch, Magi. Sieht aus wie vom Prinz von Samunda, der Vater von dem König Joffrey oder wie er hieß. Nur halt in schlank. Dieser Schauspieler James Earl Jones. Okay. Oh, das ist aber weit weg. Der Ende der Schlange ist jetzt das nächste, also. Dann ist es so. Coole Friese, aber warum guckst du so motzig? Semu? Sag mal, der Vogel. Ach, da oben. Die reagieren auf der Vogel, oder wie? Achtung, lasst mich durch! Aber schön finde ich, dass hier so viel los ist, also. Ganz ehrlich sagen, haben die gut gemacht. Ist viel los, aber nicht übertrieben viel. Auch Kinder und so, ne? Frauen. Ich bin so bescheuert von der Spielehersteller, so dass die weglasse, weil oh, man könnte, ne? Dann macht man die einfach unsterblich unangreifbar. Angreifbar, fertig, Ende. Wow. Dass man die gar nicht erst töten kann oder so. Du kannst ja hier auch, ich weiß gar nicht, kann man die hier eigentlich? Ich probiere das aber auch nicht aus. Ich glaube, die Kinder sowieso mal nicht, aber die Frauen, die Männer können sie theoretisch, glaube ich. Es ist ruhig heute. Wusstest du es nicht? Eudorus ist im Badehaus. Oh. Ah. Wenn man hier vorbei, Pferd wollte ich gerade sagen, reitet. Dann kommt dieser Spruch da. Ah, der Haas. Ja. Muss ich da nicht durch eine Mission mal hin, oder? Wo ist denn das Badehaus, Mensch? Ich will ein bisschen schwimmen gehen. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Da sind doch gar keine Wachen mehr, oder? Die hab ich doch alle beseitigt. Wo die spawnen ja mit Sicherheit wieder der Zeit. Gut, ich meine Mauer entlang noch laufe hier. Deine Zeit ist gekommen. Da bist du ja! Ah. Ich bin in Schussweite! Den treffe ich!
Ernsthaft? Der kriegt das nicht mit, ja. Ja! Wenn er nicht aufpasst, dann wird man abgelöst. Die Kammer. Ja, nur hier ohne drunter sein. Hey, wer? Hey! Du hast hier nichts zu... Du entkommst uns nicht! Hey, wer... Hey! Moment! Haltet ihn! Ja, ist andererseits nicht schlecht, oder wenn du in der Nähe bist, das anzeigt, aber andererseits finde ich das doch doof, dass man das selber nicht von alleine rausbekommt dann oder muss. Aber mit Sicherheit doch abstelle oder ausstelle. Cooler Raum. Eine Leiter. Guter Bike. Wird doch nicht so blöd. Mit schon wieder was zu lesen. Das sind die Gemächer des königlichen Schreibers. Sieht wichtig aus. Verschlossen. Brech auf. Du kannst das nicht. Sieht wichtig aus. Verschlossen. Ja. Das ist ja wie bei Indiana Jones hier. Der dritte Teil. Aber das ist ein Witter. Ich meine in Kyler. Witter. Ach, hat der sich dann jetzt festgehalten? Ich sehe doch, da hinten ist wieder was. Ich muss rüber. Mensch, sollte ich doch nicht immer da fest. So. Ein Schlüssel. Jetzt auch da oben versteckt, weißt du? Offizielle Papyri. Diese Truhe gehört dem königlichen Schreiber Eudorus. Ein doppelter Boden. Ein Brief. Geschätzter Ibis, der Pharao bleibt gefügig und ist weiterhin unsere Marionette. Sei vorsichtig in Siwa. Der Mord am Raya war nur der erste. 2 von uns hier in Alexandria wurden auch bereits ermordet. Wie auch immer, wir haben hier alles unter Kontrolle. Gennadios verhört bereits aktiv die Bevölkerung. Wir schätzen deine Mühen, Ibis. Langes Leben. Gestempelt mit dem Siegel der Schlange. Die Schlange ist Eudorus, der Palastschreiber. Okay. Aya sagte, der königliche Schreiber wäre oft im Badehaus. Dort werde ich den Naked Iadet Eudorus töten. Ja, jetzt müssen wir ein Badehaus. Gucken, ob es hier noch was Interessantes gibt.
Jede Menge Papiri. Muss ich mich gleich auch passend für die verkleiden. Moment. Oh, ich bin ja im Feindgebiet, ne? Du gehst nirgendwo. Ja, ich will aber jetzt mit euch nicht Füllung gehen. Ja, oft genug getötet. Kommt ja eh mal wieder. Typische Assassin's Creed Feeling über die Dächer. Ja, so ein Assassin's Creed in Rom hätten die auch eigentlich machen können, also in Italien. Wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Gut, im Prinzip wäre ja nichts anderes gewesen wie das hier jetzt und Liege. Das hat doch ganz gut, dass die dann Valhalla gemacht haben. Aber ich finde, Ubisoft ist mit der so Sache viel zu spät immer dran. Valhalla war schon viel zu spät. Da hätten die hier zu der Serie Zeit, da wo Vikings und so war. Die Wikinger-Serie. Da wäre das richtig gut angekommen, obwohl das sich ja angeblich so extrem gut verkauft hat, ne? Gut, ich habe die auch gekauft, aber bis jetzt noch nicht gespielt. Mal kurz angespielt, ja. Bin ich gerade so nach England gekommen oder so. Ein paar Stunden. Hey, was? Oder hier mit dem Shadows dasselbe. Also, sorry. Das wäre eins der ersten Spiele, die ich gemacht hätte, wenn ich die gewesen wäre. So im fatalen Japan. Passt doch wie Arsch auf Eimer. Viel zu spät, viel zu spät. Obwohl das Ghost of Yotai, ich weiß, oder das Ghost of Tsushima, das habe ich ja gespielt, das Yotai nicht. Ganz ehrlich, ich fand das nicht so besonders. Ich fand das zwar cool gemacht, hier mit der Rüstung und alles, Samurai. Auch der Charakter, der war ganz cool. Aber ich fand das... weiß ich nicht. Mir nicht so gefallen von der Landschaft und so. Das hier, Assassin's Creed, um einiges besser. Hast du die Verträge schon vorbereitet? Allerdings. Ich würde sie mir gerne ansehen, besonders den für diesen Herodes. Das ist ein aalglatter Kerl. Vor allen Dingen ist das auch viel detailreicher. Tut mir leid, Leute, aber das ist auch... Mir hat auch dieser Grafikstil nicht gefallen. So zu bunt, so komisch halt, keine Ahnung. Du musst es auch immer dasselbe machen. Also im Prinzip war das nichts anderes wie Assassin's Creed. Nur halt in Japan, ne? Aber jetzt leider, ab in Padas. Ich würde gerade nochmal von außen angucken. Was das? Ich eben vorbei bin. Ne. Wieder ein anderes Gebäude. Malachere. Tutto. Na, ich wollte mich doch vorher. Oh, kann ich gar nicht. Wenn ich rausgehe vielleicht? Ich kann ja mehr raus. Ich muss jetzt erst die Mission machen, schade. Da hätte ich mir nämlich jetzt die Glatze gemacht und der Bart weg und dann wäre ich doch ein Fächer Boy gewesen für die ganzen überwiegend Männer, ne? Aristo will Eodoros wegen Plagiatsvorwürfen verklagen? Nein. Ich war am Hafen und weiß es von Aristos Frau persönlich.
Seine Frau? Die wird auch immer gleich hysterisch wegen gar nichts. Eodoros hat ganze Absätze aus Aristos Buch über den Nil abgeschrieben. Ich spiele Wasserdampf. Ich muss gerade mal. Allein das Gebäude ist die Reise wert. Sieh dir nur diese prächtige Decke an. Einfach göttlich. Ein Kind des Chaos. Ja, im Prinzip haben sie da wirklich nur rumgesessen und nicht geschwommen, oder wie? Ich konnte ja viele nicht einmal schwimmen, ne? Eodoros ist wieder hier. Ich bedauere ihn. Seine Hautkrankheit macht ihm wirklich schwer zu schaffen. Ich glaube, er kommt nur hierher, um nackte Knaben zu begaffen. So wie wir alle. Wo ist dann bis jetzt doch nicht eine Frau gesehen, ne? Herr. Hallo. Doch, die auf dem Boot sei. Ist alles zu deiner Zufriedenheit, mein Herr? Die macht die aber schön. Hier, Katja. Das Badewasser ist viel zu lau heute. Nicht mal das Sieht kriegst seine du. Pferde schlecht aus. Und hast du seine Frau gesehen? Mein Herr, wirst du angemessen bedient? Es geht. Halt! Lass die Handtücher bereitlegen. Der einzigste Fabier hier. Dann das fällt ja schon auf. Die Laune dieses Priesters hätte sich nur gebessert, wenn er gefurzt hätte. Habe ich und ich werde es wieder tun. Doch selbst wenn nicht, wäre unser Pharao dann weniger kümmerlich? Das kann ich, wenn es mal der ganze Schmotter loswerde von der Wüste. Morias Paraskevasmata Dudanestin. Und über harte Rücken, ey. Kann ich irgendetwas für dich tun, mein Herr? Geh mir nicht auf die Nerven, wenn's recht ist. Dummkopf. Und wie komme ich jetzt an den ran? Halt! Ja, ja. Gibt doch irgendwo eine Leiter, ne? Ich eben gesehen. Fällt natürlich jetzt auch nicht auf, ne? Achtung! Meine Haut. Sicher eine Krankheit. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ja, die Kratzer wahrscheinlich, ey. Wo bleibt meine Unterhaltung? Ihr Götter. Muss ich denn wirklich alles selber machen? Ich versuche da mal so runterzukommen. Ptolemaios. Jede Sekunde ohne dieses launische Kind ist der reinste Segen. Hat ihn doch schon abgestochen. Jetzt aber richtig. Oder Finger verloren.
Wo sind denn nicht die ganze Hand verloren? Jetzt mach doch endlich! Verfluchen dich die Götter. Welchen Grund hast du, mich zu töten? Du hast meinen Sohn vor meinen Augen ermordet! Du bist ein Narr. In dem Tempel! In Siva! Dieses gottverdammte Drecksloch? Ich hatte nichts zu tun mit diesem Desaster. Es ist zu spät für deine Lügen. Anubis erwartet dich. Der Tod der Schlange war diesen kleinen Verlust wert. Die Schlange? Die Schlange wird niemals sterben. Sohn von Apophis. Der Herr der Duat erwartet dich. Eudorus, ermordet! Bei den Göttern! Er wurde ermordet! Moment! Seht nur das Blut! Aber er war doch so schön. Es ist Eudorus, arme Seele. Ah. Du bist tot! Hier drüben! Kampf, Brüder! Stimmt, ich habe ja gar keine Waffen. Oh, ich habe doch die versteckte Klinge, aber... Bringt mir noch nichts, ne? Wie komme ich jetzt raus hier? Wo willst du hinklettern? Alarm! Folgt mir! Frage ich dir nicht. Du wurdest nicht geboren, du wurdest ausgekotzt. Ich spreche immer. Bleib stehen! Du bist schon so gut wie tot! Mann, ey. Hey! Und die Badegäste hier oben sind nicht mehr hinterhergeklettert. Nichts. Aber ich glaube nicht, dass die Luft rein ist. Komme ich hier raus? Ja. Nein, noch nicht. Was ist das da? Eine Tür, ne? Ein Hinweis? Schnell wieder hoch, sonst entdecken die mich wieder. Kann ich nur raus, wenn ich verschwunden bin. Diodorus wurde ermordet! Der königliche Schreiber ist tot. Oh, Septimius wird uns kreuzigen lassen! Findet den Mörder. Nichts! Was wirklich muss, wenn man hier rauskommt. Ja, perfekte Landung, oder? Aber ist voll am Blut, ey. Meldung. Ja, jetzt kann ich raus, ich wusste.
Κυρίου, εδώ είμαι παραγίγνεσαι. Ω, της μορίας. Ein Finger weniger. Ah ja, wieder über die Eier. Und dann sind wir soweit fertig hier, oder? Χέριν. Πέδες! Wow. Oi, sis meizonos afrosinis. Παραχυρίαν τρίχανε σώθ. Oh. Απα, παιδίαν! Τίουν γέγονε! So, ich hätte ja noch anders da reingekommen, ne? Hab ich aber wieder vergessen. Ich weiß nicht wo Νούνα πολλές. ich da rein muss. Mein Liebster. Die Schlange und Gennadios sind tot. Es war Eudorus. Er starb strampelnd im Badehaus. Wäre ich nur dabei gewesen. Meine Frau. Meine Frau. Hey, ich habe mich schon gefragt, ob ich dich raushole. Dein Adrenalin und Blutdruck sind erhöht und das beeinflusst deinen Puls und deinen Hormonspiegel. Serotonin und Oxytocin ganz besonders. Was ist denn da drin passiert? Aya ist hier. Wer ist Aya? Bayeks Frau. Ich fühle ihre Anwesenheit. Du kannst sie fühlen? Das ist sicher der Sika-Effekt. Außer Bayeks Erinnerungen, erlebst du auch seine Emotionen? Nein, du Trottel, ich glaube, sie ist wirklich hier in der Höhle. Paare haben sich dieselbe Gruft geteilt. Noch eine Mumie? Und wann melden wir das an Abstergo? Nachdem ich sie gefunden habe? Ich werde es melden, wenn du es nicht tust. Diana, nein. Dann kassieren Sie doch die Lorbeeren. Und ich bleib wieder außen vor. Okay. Da. Was ist denn? Der Sika-Effekt führt mich zu Aya. Oh, klasse. Treibstoff für deinen Superheldenkomplex. Schreibt mal das erstmal so auf. Die hat ja ziemlich Ähnlichkeit mit dieser Aya, ne? Immer noch keine Spur von Aya. Die packt nie genug Snacks ein. Oder mal das schon, ne? Was ist der Sika-Effekt? Also, Miss Marvel, hast du schon gefunden, wonach du suchst? Ich weiß, dass sie hier ist. Tritt hervor am Tag und ich geleite dich heim. Mit wem redest du? Sie ist da unten. Es wird Zeit für einen Todessprung. Was für ein Sprung? Du bist nicht in der Verfassung für irgendwelche Sprünge. Okay. Oh. Verdammt, ist das kalt. Kopf gegen die Felswand geknallt. Immer noch keine Spur von Aya. Wo ist sie da? Warum liegt die hier ohne? Ich hatte recht, sie ist hier. Da bist du ja, Gott sei Dank. Ich kann fast das Blut schmecken. Okay, du redest ganz schön wirres Zeug, Layla. Wir müssen Meldung machen. Noch nicht.
Noch nicht? Wann dann? Tja, ich habe nicht vor, hier unten zu versauern. Sieht aber noch ganz schön frisch aus. Die Mumie. Deine Geschichte wird erzählt. Was hast du jetzt wieder vor? Klettern. Und das ist schwer, also sei still, okay? Schön. Sag Bescheid, wenn du oben ankommst. Jetzt die Vorbereitung, dass man mit der Frau spielt. Die Geschichte von der Frau erzählt wird irgendwie. Ich denke, ne? Die kann natürlich, denke ich mal, nicht so viel wieder weg. Zumindest im Spiel jetzt. Ich gehe wieder rein. Wieso? Ich habe eine DNA-Probe. Ich will in ihre Erinnerungen. Ich verstehe deine Aufregung, aber je mehr Risiken wir eingehen, desto schlimmer kann es enden. Es geht um meinen Traum. Ich mache das auf meine Art. Unrealistisch. Als ob eine Frau freiwillig da jetzt so mit dem Gesicht voran durchgeht. Oh, den Todessprung auf der Bodermara. Ich gebe Ayas DNA in die Kammer. Die Sequenzierung wird dauern. Du kannst dich nicht direkt mit ihr synchronisieren. Du solltest noch etwas wissen. Wenn du unkontrolliert Gensequenzen zusammenmischt, wird der Übergang zwischen den Erinnerungen unvorhersehbar sein. Unvorhersehbar ist völlig okay für mich. Ja? Ich mache mir Sorgen. Das machst du immer. Und die brauchen wohl immer DNA oder zumindest mal körperliche Verbindung, um mit dem Animus zu interagieren. Okay. So, ja. Der Animus hat Ayas DNA noch nicht verarbeitet. Gut, gut. Was ist denn? Die Schlange. Was, wenn er nicht der Letzte war? Natürlich war er der Letzte. Sie sind alle tot. Es ist getan. Wenn du noch Fragen hast, Apollodorus kann helfen. Er weiß alles. Und wo finde ich diesen Mann, der so viel weiß? Er ist bei Kleopatra, aber trifft zuerst seinen Kontakt beim Hippodrom. Hey!
Ich sage Phanos, dass Gennadios tot ist und treffe dich später. Genieß das Hippodrom und verspiel nicht dein ganzes Geld da. Da war ich schon. Ich hab schon alles verspielt. War ja. Tut mir leid. Bisschen mittellos. Bin kein Geld mehr. Ergebnis Magi. Bayek sucht Apollodoros, um die im Exil lebende Königin des Nils zu treffen. Kleopatra, ich komme. Είναι αυτόν φωνήσαστε βούλετε? Hat der da eigentlich jetzt einen Nachteil durch der Finger, dass der nämlich da ist? Ich glaube nicht, ne? Wenn er sich vielleicht nämlich so gut festhalte. Los. Man weiß es nicht. Dieser Ort wird schwer bewacht. Hey! Oh! Ihm nach! Achtung! Futter für die Würmer. Alarm! Angriff! Wow. Ein Moment. Weg hier! Aha! Hey, Moment da! Hey, ich bin halt! Deine Zeit ist abgelaufen. Mist! Hör! Altes Biest! Oh! So lange gelebt hast, ist ein echtes Wunder. Wow! Oi! Oh! Zum Hippodrom. Oh! Ich hab mal überlegt, ja, wie schwer die Dinger sein müssen. Wow! War das Granit oder so? Aus dem Weg! Ich muss kein Rennen oder so gewinnen. Ist der Kerl. Wow! Ich bin Bayek. Aya schickt mich, um mit Apollodoros zu sprechen. Ich bin sicher, du verstehst, dass mein Meister vorsichtig auswählen muss, wen er trifft. Meine Frage kann nur er beantworten. Ich sage ihm, dass du seinen Rat suchst und dass Aya dich empfohlen hat. Warte bis heute Abend. Wenn er dich treffen will, findest du ihn in der Nähe des Leuchtturms. Bis dahin, das Hippodrom erinnert an einen seiner größten Rennfahrer. Es wird viel gefeiert und getrunken. Und Rennen gibt es natürlich auch. Wenn du so etwas magst. Da kann man sich ja vielleicht einen Renner angucken und darauf wette oder so, das wäre ganz cool. Kann ja nur selber fahren, ne? Will ich aber nicht.
Morias para skevasmata tu danestin. Ich möchte gerne eine Wette platzieren. Wenn ich ja jetzt was anderes mache. Ne, kann ich nicht. Ich hab Aya versprochen, ich tue keine Wette mehr machen. Weil ich war spielsüchtig. Ist so weit weg, ja. Ach, der ist ein Leuchtturm, ist der. Nachte hört Ja, wie gesagt, also dieses Ghost of Tsushima, die hat mir gar nicht gefallen. Fand ich auch ein bisschen albern mit dem Fuchs da, diese komische Suche immer und alles. Gut, das ist halt so, es hätte besser zum chinesischen Setup irgendwie gepasst, weil die sind ja so mit, das ist ja immer so extrem mit dem Maler und so und alles. Ich weiß nicht. Aber auf Shadows hätte ich schon Lust. Also, wenn nicht nur wie in der Welt ist, ne? Oder so Jahreszeiten gebe und so. Ja, bestimmt ganz lustig gemacht. Oh. Weil ich grundsätzlich ja eh keine Erwartungen in irgendwelche Spiele habe. Die Zeiten sind ja lang vorbei, wo man sich als Kind noch so gefreut hat. Oder als Jugendlicher, rangehender Erwachsener für irgendein Spiel. Schon lange nicht mehr. Ich werde eh nur enttäuscht. Grafisch wird da zwar immer beeindruckender und schöner, aber Grafik ist nicht alles. Ich bin hier. Wer noch? Oh, Schatz. Dieser kleine Rennbetrug, den wir abziehen, macht sich wirklich bezahlt. Ich bin ein Mann, der zu seinem Wort steht. Hier ist dein Anteil. Oh. Aha. Was macht ihr da? Wenn ich da backe, also Teigknete, ja, geht mal so aus, ne? Dönerrolle oder so. Wahrscheinlich hier oben, ne? Ach, schön warm. Na, sorry, aber wo soll denn der sein? Ich bin noch hier. Der geht ja erst abends dahin. Jetzt muss ich warten, ne? Ich denke, der geht erst abends hier hin. Da warten wir mal.
Apollodorus. Du da! Willst du mich töten oder kommst du als Freund? Als Freund. Bayek von Siva. Ah, dann hilf mir, bitte. Du bist Ayas Magi, hä? Noch andere Überlebende. Nur Damastes. Sie haben ihn mitgenommen. Und die Schriftrolle? Was ist damit? Damastes hatte sie. Wieso vernichtet dieser Esel sie nicht? Kleopatra schuldet dir viel. Schaffst du es alleine bis zu einem Heiler? Eudorus ist tot. Hm? Gut gemacht. Er war die Schlange, oder? Unter uns gesagt, Bayek, es gibt vieles, das du noch nicht verstehst. Unter uns? Ich brauche Antworten. Erst muss ich dich auf die Probe stellen. Rette Damastes und bring mir die Schriftrolle. Dann weiß ich, ob du der Mann bist, den Aya mir beschrieben hat. Wo ist dieser Damastes? Er sollte an den Kais im Hafen von Kanopos sein. Ich kann nicht riskieren, dass jemand diese Schriftrolle liest. Na, kann ich sagen, dass man eigentlich immer, wenn irgendwo ein Stützpunkt ist, der Gegner, man da früher oder später so oder so hin muss. Ah, hier sollte ich vorsichtig sein. Hey! Ich hab dich! Der Tod kommt dich holen! Komm aus dem Wasser raus! Durch Klettern entkommst du uns auch nicht! Ich schlitz dich auf! Ein leichtes Ziel! Aber gerade gucke, welche Stufe ist das überhaupt? Stufe 12. Also hätte man das, wie man nach Alexandria gegangen ist, da war man ja noch gar nicht so auf so einer Stufe. Da wäre das schon um einiges schwieriger gewesen, ne? Ein bisschen grinden ist schon nicht schlecht. Und dann ist das eigentlich noch ein Kinderspiel. Freie Schussbahn! Dann dasselbe denen, die ich, je nachdem wie schwach du noch bist, 2 Mal treffe, bist du eh weg. Wiederholungen zu vermeiden, hat sich das dann doch ausgezahlt, ne? Erst das Gebiet zu erkunden und dann erst jetzt das hier zu machen, ne? Ein leichtes Ziel! Ich weiß gar nicht, wofür ich das Schild eigentlich habe, ich benutze ihn gar nicht. Ah, jetzt aber. Ja. Nix. Einfacher Schuss! Ich hab das Ziel in Sicht! Schon ein paar Gegner hier. Kein schwerer Schuss! Alarm! Hier drüben! Sterb, du Bastard! Ziele muss man können, ne? Man hat ganz ja, aber eine Treffe. Bitte vergiss mich nicht! Oh, Gott. Hol mich hier raus! Ich muss... Danke. Das war äußerst ungemütlich da drin. Du hast sie alle getötet. Bastarde, das hatten sie verdient. Bring mich in Sicherheit, dann reden wir.
Vielleicht auch noch cool gewesen wäre hier in der Serie, wenn sie die Option einem gelassen hätte, so Ich-Perspektive zu spielen. Ich weiß gar nicht, kann man das überhaupt bei Assassin's Creed? Nö, ja. Das wäre dann nochmal ein ganz andere atmosphärisch gewesen noch. Also ich kann beides gut spielen. So finde ich das gut. Aber der dumme Käfig war einfach zu stabil. Solange man, wenn man so macht, noch die Details gucken kann von der Sache. Das hat sehr gut gemacht. Oder halt die Ich-Perspektive wie bei Cyberpunk. Finde ich genauso gut. Und jetzt sogar noch besser. Da ist kein Problem mit manche, die können das nicht, weil denen wird dann schlecht oder so, warum auch immer. Apollodorus hat mich geschickt. Gib mir die Schriftrolle. Schriftrolle? Ich habe keine Schriftrolle. Du solltest sie beschützen. Ich habe sie auf dem Schiff versteckt. Ich wollte nicht, dass sie in die falschen Hände fällt. Und wo ist das Schiff? Auf dem Grund des Sees. Sie haben es versenkt. Nun gut. Ich hole sie. Apollodorus wartet am Leuchtturm auf dich. Ich sag ihm, dass er dich beim gesunkenen Schiff findet. Ja, schön. Man vorher schon alles erkundet, da muss man dann nochmal hin. Oh Mann. Naja, ist zum Glück ja nicht weit. Schon so weit. Ich meine, hier war ich doch schon mal, ne? Die verdammte Schriftrolle. Neck. Ah, wollt aufsteigen und nicht untertauchen. Perfektes Timing. Den mal kurz ausleihen. نتشيرو بخمي نقاو خاصنا نف خير وليال طاقن Hier ist ein kostbarer Papyrus. Gut gemacht, Bayek. Ich sehe, du bist ein fähiger Mann. Jemand, dem ich vielleicht vertrauen kann. Die Schriftrolle war für den römischen Feldherrn Pompeius gedacht, um Rom auf Kleopatras Seite zu ziehen. Sie wird dir sehr dankbar sein, dass dieser Schriftwechsel weiterhin geheim bleibt. Sie ist auf meinem Anwesen, zu dem wir jetzt auch fahren. Wie passt Arya in diese Geschichte?
Ihr Vetter Phanos erzählte mir, dass sie auf den Tod einer gewissen Beute aus war. Und wie das Schicksal so spielt, hatte auch ich Grund, diese Beute zu töten. Als Aya Erfolg hatte, schritt ich ein, um sie zu schützen. Wir sind dankbar. Und wir müssen dir danken, dass du Eodoros eliminiert hast. Er war ein abscheuliches Individuum. Ich sollte dir sagen, dass ich neben Eodoros auch den Philakketai von Alexandria getötet habe. Gennadios. Gennadios? Ich bin sehr erfreut, dass er tot ist. Aber es könnte dir ernste Probleme einbringen. Die Philakketai sind eine verschworene Gemeinschaft. Und mordlüstern. Sie werden dich mit Sicherheit jagen. Sollen sie doch. Darf ich fragen, warum du Eodoros tot wolltest? Wie du weißt, ist Kleopatras Bruder, Ptolemäus, zu jung und gefügig, um ein starker Anführer zu sein. Wir glauben, dass Eodoros die treibende Kraft hinter Ptolemäus war und für viele der aktuellen Probleme Ägyptens verantwortlich ist. Oh. Eine schwere Stecke da. Was ist denn das hier in der Gegend? Da war ich ja noch gar nicht. Wow. Hier war ich noch gar nicht so oft. Überhaupt nicht, ja. Freigerät, ja. Okay, ist zu stark für Pferde. Da wären wir. Die Villa ist gleich vor uns. Ah, was ein Bildschirm. Komm, sonst fahr ich ohne dich. Sehen können, was die da ist. Bleibst da? Ich muss sie wahrscheinlich erst ausschalten, ne? In der Villa erfährst du mehr. Die Königin genießt das Leben der oberen 10.000. Ich bin froh, dass mit Aya endlich etwas Vernunft in Kleopatras Gesellschaft eingekehrt ist. Sie ist ein außergewöhnlicher Mensch, deine Frau. Ich weiß. Bayek, bevor ich alle Geheimnisse lüften kann, muss Kleopatra dich treffen und akzeptieren. Sie kann etwas eigen sein. Lass mich dir einen Rat geben. Wenn du dich ihr näherst, beuge das Knie zur Ehrerbietung. Sprich nur, wenn du gefragt wirst. Du sollst nicht fragen, sondern antworten. Lass dich von den Feierlichkeiten nicht ablenken. Sie hat ein großes Gefolge, das sich äußerst gerne amüsiert. Nicht selten im Übermaß. Sprich deutlich, in angemessenem Ton und vor allem, meide jeden Blickkontakt. Bereit? Ich kann's kaum erwarten. Komm her, du! Fang mich! Komm her zu mir, ihr beiden. Ja, ich Ihr habt versichere mich es mit Ihrem dir. Mann erwischt. Es ist ein äußerst angenehmes Gefühl. Hier entlang. Keine Sorge, sie ist nicht nachtragend. Mit Bienen? Wo ist unsere Opiumpfeife?
Wir schlafen mit egal wem. Solange er einverstanden ist, sich am Morgen hinrichten zu lassen. So wie Xanthides. Er war sehr zufrieden mit diesem Arrangement. Wer ist dieses köstliche Mannsbild? In Mehotoeknepschebe? Meine Königin, das ist... Nun? Ein großzügiges Angebot. Doch ich habe bereits dieser Frau Treue geschworen. Ah ja, eine gute Wahl. Komm, wir haben sehr viel zu bereden. Feiert, meine Freunde! Du solltest vor ihr knien. Ah, Pascheremta. Das sind Aya und Bayek. Sie haben Eodoros ins Totenreich geschickt. Vorzüglich. Dann helft ihr uns bei unserem Vorhaben? Wir wissen nicht, was euer Vorhaben ist. Eodoros war ein Mitglied des Ordens der Ältesten. Sie sind verantwortlich für unser Exil. Sie nahmen uns unseren Thron. Und warum sollte mich das kümmern? Die Schlange hat viele Köpfe. Diese Köpfe bilden den Orden. Die Schlange ist der meinen Sohn ermordete. Es ist nicht so einfach. Was erzählt er denn da? Keine Ahnung. Vielleicht weiß er was. Der Orden der Ältesten will ganz Ägypten kontrollieren. Ptolemäus ist ihre Marionette. Wir haben Informanten in allen Regionen. Aber sie konnten dem Orden bisher nichts anhaben. In ganz Ägypten arbeiten mysteriöse Kräfte gegen uns. Zum Beispiel hier, im Nildelta. Der endlose Sand verschlingt ganze Dörfer. Und dahinter verbirgt sich eine böse, menschliche Kraft. Diese Kraft gehört zum Orden der Ältesten und nennt sich Skarabäus. Und hier drüben im allerheiligsten Gizeh hält eine schattenhafte Figur namens Hyäne alle Fäden in der Hand. Sicher ist, dass Gizeh das Land des Todes ist. Und des Verlusts. Und dann gibt es noch Memphis. Alles ist verflucht in meinem Land. Sogar der heilige Apis-Stier selbst. Der Mann, der sich die Echse nennt, hat etwas beschworen. Eine dämonische Macht. Dann ist die Schlange der Orden der Ältesten. Ja. Eodoros war bekannt als das Nilpferd. Du hattest recht, mein Liebster. Er war noch nicht der Letzte. Sie sind alle schuldig. Wenn der Orden etwas begehrt, so wie in Siwa, dann vernichtet er alles, was sich ihm in den Weg stellt. Erst Siwa, nun das Fayum. Die am stärksten unterdrückte Region in ganz Ägypten. Wo das Krokodil mit grausamer Hand regiert. Die Einwohner leben in ständiger Angst. Und dieses Schicksal blüht ganz Ägypten, wenn wir den Orden nicht aufhalten können. Wir müssen entschlossen handeln. Es wird Zeit für tödliche Attentate. Wir haben Chemos Mörder immer noch nicht gefunden. Der Ka unseres Sohnes wird erfreut sein, wenn wir die Gestalten von der Karte tilgen. Du bist jetzt unser Magi. Beschützer der wahren Pharaonen von Ägypten. So soll es sein. Heute wird getrunken, gefeiert und geliebt. Und morgen
Ach du je. Gibt es noch viel, viel mehr, die man beseitigen müssen. Die Schlange war nicht das letzte, Leute. Aber für heute würde ich sagen, machen wir mal Schluss. Und vielleicht versteckt uns nächste Folge ja auch zu den Pyramiden, wer weiß. Bis dann, Leute. Bei VJ Gaming. Ciao.